Haben 450 Millionen EU-Bürger wirklich das Recht, einfach so in die Schweiz umzuziehen? Gibt es hier wirklich die komplette Personenfreizügigkeit, wie auch in anderen EU-Ländern? Und wenn es so ist, warum machen es dann nicht alle? Warum ziehen dann nicht alle EU-Bürger in die Schweiz um? Denn schließlich ist ja die Schweiz das Land, wo Milch und Honig fließen in Europa. Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du vorhast, in die Schweiz umzuziehen oder dich mit dem Gedanken zumindest trägst, wenn du Unternehmer, Freiberufler oder Privatier bist, dann lade ich dich gerne ein zu unserem Intensivseminar Auswandern in die Schweiz. 2 Tage lang, sehr intensiv. Dort werden wir dir alles erklären zum Thema Steuern und Recht, was du zum Umzug in die Schweiz wissen musst, welche Kantone besonders steuergünstig sind, wie die Pauschalbesteuerung funktioniert, was du aus deutscher Sicht beachten musst in puncto Wegzugsbesteuerung und in puncto der überdachenden Besteuerung im deutsch-schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen, wie man in der Schweiz eine Firma gründet, wie das mit Immobilien in der Schweiz funktioniert, welche Aufenthaltsbewilligung du brauchst, wie du auch möglicherweise irgendwann einmal den Schweizer Pass bekommen kannst. All das wird thematisiert in unserem Intensivseminar Auswandern in die Schweiz, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Ich werde natürlich da sein und natürlich dann auch einige andere Schweizer Anwaltskollegen, welche dir diese Themen näher bringen. Ganz besonders schön ist der Community-Aspekt. Du wirst dort Gleichgesinnte kennenlernen, die ebenfalls aus Deutschland bzw. Österreich weg wollen, die es in die Schweiz zieht. Und immer wieder sind diese Seminare auch Gelegenheit, um dann zukünftige geschäftliche Beziehungen zu knüpfen, die sich für dich in der Zukunft dann positiv auswirken. Alle Termine auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Vor kurzem habe ich auf X einen interessanten Tweet gesehen. Das will ich dir jetzt mal eben hier zeigen. Übrigens, wenn du mir folgen willst auf X, mein X-Handle ist sauerbornx. Ich mache jetzt nicht so wahnsinnig viel dort, aber wenn es euch interessiert, mache ich natürlich gerne mehr. Aber hier eben ein interessanter Post von My Latin Life. Switzerland's population is around 9 million people. The EU's population is around 450 million. And anyone with an EU passport has settlement rights in Switzerland, where salaries are 2 to 5 times the rest of Europe. Das stellt er mal so ganz provokativ hier in den Raum. Übrigens ein guter Account, My Latin Life, vor allen Dingen, wenn du dich für Lateinamerika interessierst. Und als Ergebnis gibt es dann natürlich einen riesen Shitstorm, der sich dann in diesen Kommentaren hier niederschlägt. Viele können das gar nicht glauben, dass das so ist. Viele bringen dann irgendwelche Gründe an, warum das nicht wirklich so ist, dass EU-Bürger nicht wirklich in die Schweiz umziehen können und so weiter und so fort. Also eine durchaus unterhaltsame Diskussion. Aber die Frage ist natürlich interessant, haben wirklich 450 Millionen EU-Bürger, also die gesamte Bevölkerung der EU, jeder, der einen EU-Pass hat, das Recht, in die Schweiz umzuziehen? Ist das wirklich so? Und wie kann das denn überhaupt sein? Denn schließlich ist ja die Schweiz nicht Teil der Europäischen Union. So, die Antwort ist ziemlich simpel. Es ist genauso, jeder EU-Bürger kann in die Schweiz umziehen, wenn er das möchte, kann dort eine B-Bewilligung beantragen und kann dort leben. Die Schweiz hat ja über die bilateralen Verträge hier Zugang zum EU-Binnenmarkt und musste dabei also zugestehen, dass das Thema Freizügigkeit in der Schweiz so geregelt wird, wie auch im Rest der EU. Und die Schweiz ist natürlich somit auch Teil des Schengen-Raums. Und es ist natürlich völlig klar, dass die Schweiz hochattraktiv ist. Ich meine, sie ist schon seit Jahren und Jahrzehnten das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen und Österreicher. Über 20.000 Deutsche ziehen jedes Jahr in die Schweiz um. Kein Wunder, wenn man sich anschaut, was in Deutschland so passiert. Und in der Schweiz funktioniert eben einfach alles besser. Die Züge sind pünktlich. Man verdient eben, wie in dem Tweet gesagt, das Doppelte bis das Fünffache von dem, was man in anderen EU-Ländern verdient. Man zahlt aber nur die Hälfte beziehungsweise manchmal sogar nur 1/3 der Steuern. Der Staat ist effizient, die Politiker sind bescheiden, nicht solche Lackaffen, wie man sie in der deutschen Regierung findet. Die Schweiz hat die beste Währung der Welt, nicht so eine Loserwährung wie den Euro. Die Schweiz hat eine lange freiheitliche Tradition, eine wirkliche Demokratie, nicht so dieses halbtotalitäre System wie in Deutschland und der EU. Also da muss man sich natürlich fragen, was kann man nicht an der Schweiz mögen und warum ziehen eigentlich nicht viel mehr EU-Bürger in die Schweiz um? Denn wie gesagt, es
leben ja momentan nur ungefähr 9 Millionen Bürger in der Schweiz. Warum ziehen dann nicht Millionen und Millionen anderer EU-Bürger in dieses wunderschöne Land, in diese Alpenrepublik? Wenn es gemäß der bilateralen Verträge doch eigentlich möglich wäre, dass es jeder tut. Nun, ich werde dir jetzt erklären, warum das nicht so einfach ist, warum der Teufel da im Detail steckt und was die Schweizer hier eigentlich als eine sehr clevere Lösung sich ausgedacht haben, um das Ganze auch relativ unbürokratisch und durch den freien Markt regeln zu lassen. In den meisten Ländern ist es ja so, also nehmen wir zum Beispiel mal an UK oder auch USA, wenn du dort leben möchtest, dann beantragst du zunächst mal ein Visum, dann darfst du in dieses Land einreisen und dann beschaffst du dir dort eine Wohnung. Bei vielen Visa musst du natürlich schon einen Job haben, aber bei manchen Visa auch nicht. Wenn du dir zum Beispiel gerade die lateinamerikanischen Länder anschaust, da reicht es ja aus, dass du zum Beispiel eine Rente nachweisen kannst in relativ geringer Höhe, $2.000 im Monat, $2.500 im Monat und dann kannst du in dieses Land reisen, kannst dir dort eine Wohnung suchen und kannst dich dort niederlassen. So, die Schweiz hat das jetzt sehr interessant geregelt. Sie hat das Ganze nämlich direkt umgekehrt. Das Verfahren meine ich. Wenn du also als EU-Bürger in die Schweiz umziehen willst, dann ist das Erste, was du machen musst, dir eine Wohnung zu mieten. So, ich habe ja selbst schon in der Schweiz gewohnt. Das habe ich ja hier schon vielfach gesagt. Und zwar in Freienbach am Zürichsee. Wunderschön, man ist schnell in Zürich. Es ist mit der steuergünstigste Ort in der Schweiz. Kannst mal danach googeln, wer da alles lebt und wer da meine Nachbarn waren. Jetzt zeige ich dir mal ein Immobilieninserat aus Freienbach für eine 4,5 Zimmerwohnung. So, da gibt es natürlich einige Webseiten. Ich bin jetzt eben einfach mal schnell hier zu Comparis gegangen. Eine ganz gute Vergleichswebseite. Kann man zum Beispiel auch sehr gut Krankenversicherung in der Schweiz sich anschauen. 4,5 Zimmer, 161 Quadratmeter, 4. Stock in Freienbach, Attika-Wohnung, sofort verfügbar. Hier sehen wir auch ein paar Bilder. Naja, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber ein stolzer Mietpreis von 5.300 Franken. Ja, also das ist natürlich schon ganz enorm. So, also, wenn du jetzt ein EU-Bürger bist und du willst in die Schweiz umziehen, dann musst du also dir zunächst mal eine Wohnung suchen. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn du mit diesem Vermieter hier einen Mietvertrag eingehen willst, was der von dir für Nachweise haben will, dass du dir diese Wohnung überhaupt leisten kannst. Also, möglicherweise möchte er gerne einen Arbeitsvertrag sehen. Vielleicht hast du ja bei der UBS in Zürich oder bei der Zürcher Kantonalbank eine gut dotierte Position bekommen als Banker, verdienst da einige 100.000 Franken, hast dort einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, dann wird dir natürlich dieser Vermieter hier ohne weiteres diese Wohnung geben. Vielleicht hast du auch ein ganz beträchtliches Vermögen, auch dann wird dir der Vermieter die Wohnung geben. Vielleicht hast du auch eine sehr üppige Betriebsrente, vielleicht warst du einmal Vorstand eines deutschen Großkonzerns und hast da jetzt eine gigantische betriebliche Altersvorsorge, die ausbezahlt wird. Auch dann wird dir natürlich der Vermieter die Wohnung gerne geben. Aber in allen anderen Fällen, wenn du keinen Job hast, wenn du kein erfolgreiches Unternehmen hast, wenn du kein Vermögen hast, wenn du keine Rente hast, wirst du schlicht und ergreifend keine Wohnung in der Schweiz mieten können. Und der Wohnsitz in der Schweiz ist eben die Bedingung dafür, dass du dann die B-Bewilligung beantragst. Wenn du nämlich dann deinen Wohnsitz in der Schweiz etabliert hast, erst dann gehst du letztlich zur Gemeinde und reichst dort die Unterlagen ein für die Beantragung der B-Bewilligung. Die B-Bewilligung ist eben der Aufenthaltstitel, welche EU-Bürger erwerben. Sie ist für 5 Jahre gültig. Danach kannst du dann auf die C-Bewilligung umsteigen. Wenn du diese B-Bewilligung beantragst, musst du eben zeigen, dass du einen Wohnsitz in der Schweiz hast und du musst dann dort auch nochmal nachweisen, wie du dich entsprechend in der Schweiz finanziell über Wasser halten kannst, über genau die Kriterien, die ich gerade genannt habe. Aber eben das Interessante ist, auch wenn jetzt natürlich 450 Millionen EU-Bürger theoretisch in die Schweiz umziehen könnten, werden sich die meisten von ihnen eine Wohnung in der Schweiz nicht leisten können. Und wer sich leisten kann, der ist natürlich herzlich willkommen. Der kann natürlich in die Schweiz umsiedeln. Und das Schöne an diesem Verfahren ist eben, dass es die Vermieter letztlich sind, die hier die Bonität, sage ich mal, dieser Neuzuzüglinge einfach über die Marktdynamik schon mal prüfen. Tatsächlich ist es auch nicht selten, dass Personen, die jetzt keine Bonität in der Schweiz haben, mehrere Monatsmieten im Voraus an Miete bezahlen müssen. Also, wie gesagt, da sind Mechanismen alleine schon durch den freien Markt,
in dieses Verfahren eingebaut, der Beantragung der B-Bewilligung, dass man im Grunde dort keinen Fuß auf den Boden kriegt, außer man ist eben entsprechend finanziell versorgt. Also wie gesagt, wie du nachweist, dass du finanzielle Substanz hast, das ist eigentlich komplett egal. Du kannst einen Anstellungsvertrag haben, du kannst eine Firma gründen, du kannst Vermögen haben, du kannst deine Rente haben, was auch immer. Und das Vermögen muss auch nicht wirklich groß sein. Ja, also wie gesagt, du musst ja zunächst mal den Vermieter überzeugen. Aber wenn du den Vermieter überzeugt hast, dann brauchst du jetzt nicht ein riesiges Vermögen hier der Gemeinde nachzuweisen, wo du dann tatsächlich hier die B-Bewilligung beantragst. Übrigens, die Gemeinde reicht die Unterlagen dann durch an die kantonale Ausländerbehörde und dort wird dann die B-Bewilligung entschieden. Und das geht üblicherweise eigentlich sehr schnell. So, solltest du jetzt die B-Bewilligung nicht bekommen, natürlich hast du ein Problem, denn du hast diesen Mietvertrag unterschrieben, hast wahrscheinlich da schon bezahlt und hast da möglicherweise dann ein gewisses Lehrgeld bezahlt. Deswegen überlegt man sich das natürlich doppelt und dreifach, ob man das wirklich machen will, ob man hier die Bedingungen erfüllt, die für die Erteilung der B-Bewilligung notwendig sind. Aber wenn das so ist, wie gesagt, dann kannst du in die Schweiz umziehen. Und apropos, viele fragen immer, naja, wie viel Vermögen muss ich denn dort nachweisen, wenn ich in die Schweiz umziehen will und ich bin zum Beispiel Privatier? Also, wie gesagt, du musst ja zunächst mal den Vermieter überzeugen, aber angenommen, du hast den Vermieter überzeugt, dann musst du so viel Vermögen nachweisen, dass du in der Schweiz nicht berechtigt wärst, Sozialhilfe zu beantragen und das sind vielleicht 20.000 Franken oder sowas. Also es ist wirklich nicht besonders viel. So, und das ist eigentlich der Grund, warum nicht viel mehr EU-Bürger in die Schweiz ziehen. Natürlich gibt es dann auch noch andere Gründe, die man jetzt hier realistischerweise nennen müsste. Man könnte zum Beispiel Sprachkenntnisse anführen, wobei, wenn du heutzutage nach Zürich gehst und dort in ein Hotel eincheckst zum Beispiel, dann wirst du schnell feststellen, dass viele der dort Angestellten überhaupt kein Deutsch mehr sprechen. Ja, also da musst du dich dann mit Englisch hier zurechtfinden. Deutsch funktioniert da schon gar nicht mehr. Sprachkenntnisse sind ja auch nicht wirklich hier erforderlich, wenn du in die Schweiz umziehen willst. Viele Arbeitgeber, gerade in solchen Branchen wie der Hotellerie, geben dir natürlich auch einen Job, wenn du kein Deutsch sprichst. Also ich muss aus meiner Perspektive sagen, das System funktioniert ziemlich gut. Es gibt natürlich auch etliche Stimmen in der Schweiz, das muss man ganz ehrlich sagen, die sagen, oh mein Gott, das Boot ist voll, wir haben schon viel zu viele Ausländer hier, wir wollen nicht noch mehr Ausländer haben. Es gibt ja Stimmen, die sagen, die maximale Bevölkerung der Schweiz soll 10 Millionen sein, das darf sie nicht überschreiten. Und wenn es mal 10 Millionen sind, dann werden letztlich die Grenzen dicht gemacht. Da wird es möglicherweise auch eine Volksinitiative in den nächsten Jahren einmal dazu geben. Ob das wirklich Erfolg haben wird, wer weiß. Es ist natürlich in der Schweiz so wie in allen anderen europäischen Ländern, auch wie in allen westlichen Ländern, muss man sagen, und zunehmend muss man sagen, in allen industrialisierten Ländern, dass man sich selbst abschafft als Bevölkerung, weil man immer weniger Kinder bekommt. Also daher denke ich, dass die 10 Millionen praktisch nie erreicht werden, weil im Grunde genommen die Leute wegsterben und das eigentlich das viel größere Problem ist, wie es ja auch tatsächlich in den anderen europäischen Ländern der Fall ist. Also, wie du gesehen hast, jeder EU-Bürger kann in die Schweiz umziehen. Das ist also definitiv möglich und das sage ich auch immer meinen deutschen Mandanten. Viele haben da völlig falsche Meinungen und denken, das ist jetzt wahnsinnig schwierig und da muss man, weiß das ich was, für Auflagen erfüllen. Du kannst in die Schweiz umziehen, wenn du einigermaßen gut situiert bist. Wie gesagt, du musst den Vermieter überzeugen und dann natürlich auch noch die Behörde. Aber der Vermieter ist möglicherweise die größere Hürde, denn bezahlbarer Wohnraum ist natürlich überall knapp. Und vielfach ist es eben auch für Ausländer schwieriger, dort etwas zu mieten in der Schweiz, weil man eben noch keine Bonität hat und natürlich wie überall die Vermieter skeptisch sind. Also, wenn auch du planst, in die Schweiz umzuziehen, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar in Zürich begrüßen zu dürfen. Termine auf unserer Webseite. Du kannst natürlich auch jederzeit ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung zu diesem Video. Wie gesagt, ich habe selbst in der Schweiz gelebt. Die Schweiz war sozusagen mein Sprungbrett. Das war das erste Land, aus dem ich aus Deutschland hin ausgewandert bin, schon vor 25 Jahren, muss ich sagen. Und von dort aus der Schweiz ging es dann wie von einem Sprungbrett in etliche andere Länder weiter, wie zum Beispiel UK, USA, Malta, Irland etc. Also ein wunderschönes Land, kann man jedem nur empfehlen. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, das richtige steuerliche Setup zu finden, natürlich auch in Deutschland alles korrekt zu machen. Deutschland ist ja auch eine riesige Falle für Auswanderer. Denken wir nur an das Thema zum Beispiel Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht und Tod und Teufel. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.